Wie harmonisch das Ganze aussieht, sieht man besonders hier aus dieser Position. Herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Heute gehen wir hier oben an die Zugstrecke dran. Unter anderem, wir werden hier ein bisschen Gleise verlegen, werden hier diese Lücke unten schließen zu dem Brett. Und ja, die große Frage ist, was machen wir hier auf diese Fläche? Das ist die große Frage. Des Weiteren soll hier das letzte Detail hinkommen, eine Leuchte für den Bahnübergang, damit alles wunderbar beleuchtet ist. Denn letztendlich soll ja hier auf dem Berghang eine eingezäunte Kuhwiese bzw. Kuhweide entstehen. Und ob wir da letztendlich heute einen Ein- oder Zweiteiler von machen, das werden wir dann letztendlich sehen. Jetzt heißt es hier erstmal mit den Felsenelementen wieder alles stabil zubauen, damit das zu den Gleisen hin auch oben super abgeschlossen ist. Das ist erstmal das nächste Ziel. Als nächstes heißt es jetzt, diesen Schlitz hier oben zu schließen. Das heißt, die Lücke zwischen der Platte und den Felsenelementen. Das mache ich alles mit 1x8 Plates. Da habe ich natürlich genügend da. Dann wird das Ganze noch mit einer Lage Bricks versehen und immer angepasst, wie die Schienen so verlaufen. Deshalb nehme ich auch manchmal die Schienen, halte sie davor und nehme sie wieder zurück. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen umschwenken, denn wir müssen jetzt hier erst diesen Schlitz am Tunnelportal der Straße bearbeiten und zur Schiene oben hin. Das ist eine richtig schwierige Ecke, da hinzukommen, aber gut, dass wir es jetzt machen und nicht 1-2 Videos später, so muss man es auch mal sagen. Also viel Grün hier wieder drauf, die Schlitzen, die Lücken schließen, ja, sehr viel zu tun hier. Wie ich den Schlitz oben zu den Gleisen hin bearbeiten werde, werde ich euch gleich nochmal ein bisschen gesonderter und auf jeden Fall auch detaillierter dann noch zeigen. Hier noch der letzte Abschluss so ein bisschen und dann geht es gleich auch sofort weiter. Mann, was ist das hier eine friemelige Ecke. Ich nehme euch mal ein bisschen mit hier auf die Reise und ziehe mit der Kamera hier mal her. Ja, so habe ich das jetzt gelöst. Eine Schiene ist drin, die andere werden wir irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall machen. Aber hier habe ich den Abschluss einmal gelöst. Ja, mit Mauer natürlich. Ja, mit Mauerstein, ein bisschen mit Farbnuancen drin in Dark Green, in Beige, in allen möglichen Farben. Ja, und ich glaube, so ist das ein guter Abschluss. Es muss ja irgendwie stabilisiert sein. Es könnte ja natürlich auch so auf den Felsen aufliegen, aber ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen aufgelockerter auch so. Ja, was meint ihr? Sieht doch bis jetzt gar nicht ganz so schlecht aus, diese Geschichte. Jetzt machen wir uns erstmal hier so ein bisschen an die Fläche dran und ich glaube, das ist das nächste Ziel, dass wir hier das alles so ein bisschen irgendwie grob mit Steinen erstmal bearbeiten. Damit wir erstmal ein großes Stück Fläche hier haben, nämlich diese 16x16 Baseplate und setze die hier ein. Anschließend werde ich mit vielen Bricks die ganzen anderen Geschichten hier zumachen, die ganzen Lücken schließen. Ist auch wieder viel Geklemme, viele Steine gehen aber drauf. In erster Linie benutze ich jetzt die 2x2 Bricks und die 2x4 Bricks. Da seht ihr auch wieder, da sind wieder Lücken, aber im Prinzip ist es schon ziemlich massiv hier gebaut. Ja, ich finde es erstmal soweit klasse. Es wird eine große Fläche werden, man soll es gar nicht glauben. Jetzt bauen wir noch hier so ein bisschen die ein oder andere Lage auch drüber, denn wir wollen das Ganze ja so ein bisschen hügelig haben, so ein bisschen wie so ein kleiner Berghang soll hier ja entstehen. Noch haben wir ja hier jetzt Höhenunterschiede in Brickgröße, das wird natürlich später alles angeglichen mit Plates, aber jetzt heißt es erstmal hier die Lampe und das Kabel verstecken. Doch bevor wir jetzt hier unten die Lampe bauen und die Kabel verschwinden lassen und auch hier den Berghang vernünftig angleichen, tja, da muss ich euch natürlich halt erstmal zeigen, wie ich die Lampe gebaut habe. Also wieder mit Lightsticks natürlich, ist ganz klar von Open Brick Source. Ich habe das Kabel hier durch die Stangen mal durchgezogen, da es auch schwarz ist, sieht man es ja aus dieser Entfernung fast schon nicht mehr. Hier noch ein paar andere Steine von Lightsticks benutzt und ganz einfach die Lampe gestaltet. So, dieses ganze Ding setzen wir auf jeden Fall jetzt hier erstmal ein. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Hier zeige ich euch jetzt die fertige Leuchte, wie sie eingebaut ist und integriert ist in den Boden. Ja, ich glaube, das sieht auch erstmal gar nicht so übel aus. Natürlich ist sie ein bisschen höher als andere, aber so soll es ja auch sein. Moment, ich mache mal eben auch einmal hier das Licht an. Man sieht es jetzt nicht ganz so, weil es ein bisschen hell ist im Moment, aber ich werde das gleich auf jeden Fall nochmal im Dunkeln einmal hier testen. Und ja, diese Abstufung, ihr seht, ich habe immer 3 Noppen so dazwischen gelassen, damit wir hier eine schöne Steigung hinkriegen. Immer so mit einer Plate Abstand und da soll dann die Kuhweide auch hinkommen. Ja, und ihr seht, es ist noch ziemlich viel zu tun an Plates-Geschichten auch noch, aber es muss sein, es gehört jetzt einfach dazu. Auf geht es hier mit den Plates in grün. Ja, da ich natürlich vernünftig vorgearbeitet habe, ist im Prinzip immer das gleiche Muster da. Aber so klappt das auf jeden Fall hundertprozentig. Ja, so langsam sieht man auch, wie sich das hier so ein bisschen schön rund abflacht hier.
Und je höher wir gehen, desto größer wird auch diese Fläche werden. Richtig schön abgerundet. Was meint ihr dazu? Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Ja, Kamera einmal gedreht und diesmal aus dieser Position. Ich brauchte ein bisschen Platz hier vorne, weil ich mich jetzt wieder ein bisschen weiter nach vorne bücken muss. Ja, da ist doch richtig was zu klemmen und gut, dass wir es jetzt gemacht haben, wie gesagt, und nicht ein Video später. Das wäre Katastrophe gewesen. Ja, ich finde, das sieht bis hier erstmal ganz gut aus. Von hier aus sieht man auch so schön die Rundung, die so ein bisschen den Berg hochgeht. Finde ich gar nicht ganz so übel. Aber es werden wahrscheinlich doch 2 Teile werden, wie es aussieht, denn was hier alles noch drauf kommen soll, da ist noch richtig viel zu klemmen. Bäume, der Zaun und so weiter, ein paar Pflanzen, den ganzen Berghang hoch noch, das werden wir heute alles nicht mehr schaffen, aber trotzdem ist immer noch genug zu tun. Und wie harmonisch das Ganze aussieht, sieht man besonders hier aus dieser Position hier. Ja, was meint ihr dazu? Ich glaube, diese Rundung ist perfekt für eine Kuhwiese bzw. Kuhweide, die dann abgezäunt wird mit Zäunen etc. pp. Bäume noch, paar Pflänzchen. Ja, ich glaube, so ist alles bis jetzt in Ordnung. Bevor wir gleich noch zum Vorher-Nachher-Bild kommen, wollte ich euch das Ganze doch noch einmal hier im Dunkeln präsentieren. Ich denke, das funktioniert jetzt heute mit diesem Licht draußen ganz gut. Es ist schon ein bisschen Dämmerung draußen. Ja, wenn man sich hier den Bahnübergang mal anschaut in diesem gelben Licht, sieht doch gar nicht so übel aus, oder? Was meint ihr? Mir gefällt es erstmal soweit richtig gut. Die Lampe oder die Leuchte gibt auch genug Licht ab, auch nicht zu viel. Es blendet auch nicht, ich glaube, es reicht. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit der Kamera hier, das alles zu filmen. Ich gehe nochmal einmal in diese Richtung. Das sieht doch irgendwie stark aus mit der Landstraße, die beleuchtet ist. Soweit kann ich gar nicht filmen, um das alles drauf zu kriegen, aber egal. Ja, also hier nochmal der Badebank. Was meint ihr? Schreibt's mir gerne in die Kommentare, was ihr heute vom Baufortschritt haltet. Auf geht es jetzt mit dem Vorher-Nachher-Bild von heute, so wie ihr es jetzt hier seht. So sah es vor dem Video aus und so sieht es jetzt aus. Ja, mit Leuchte, Kabelgedöns und allem Schnicki-Schnacki glaube ich, dass wir hier heute richtig viel geschafft haben. Die feine Ausgestaltung machen wir definitiv in der nächsten Runde. Aber heute geht es ja um heute. Ich denke auf jeden Fall, dass wir hier erstmal eine richtig gute Grundlage für das nächste Video geschaffen haben. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar, ja, die lese ich immer so gerne und antworte auch immer und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Denn wir werden im nächsten Video hier erstmal richtig fein ausgestalten. Wir werden hier die Felsen weiter hochziehen, die Begrünung, einen Zaun setzen und auch Bäumchen bauen, ja und letztendlich natürlich auch die Kühe. Also, da würde ich auf jeden Fall sagen, bis zum nächsten Donnerstag um 18:30 Uhr seid dabei und schaltet ein. Bis dahin. Tschüss.